In diesem Video sprechen wir einmal über die Ebenenpalette in Affinity Designer 2. Ja, wie du bis jetzt wahrscheinlich schon weißt, Affinity hat eine neue Suite herausgebracht und es gibt alle Programme jetzt in der Version 2.0 und jetzt gerade sprechen wir hier einmal über den Affinity Designer, ein Vektorprogramm, das dem Illustrator sehr ähnlich ist und auch ganz viele Funktionen schon übernommen hat, und in der Version 2 gibt es natürlich noch viel mehr Funktionen, die dir helfen, deine Vektorgrafiken zu erstellen. Und jetzt in diesem Video schauen wir uns einmal die Ebenenpalette an, nämlich auch da hat sich eine Menge getan. Bevor wir das machen, vergiss bitte nicht, unseren Kanal zu abonnieren, die kleine Glocke anzuklicken, damit du benachrichtigt wirst, wann immer wir ein neues Video posten, und vergiss den Like-Button nicht. Wenn du mehr über Affinity lernen möchtest, dann schau einmal in die Infobox. Ich habe dir nämlich unseren großen Kurs verlinkt. Der große Kurs heißt in dem Fall ein Kurs mit über 15 Stunden, wo nicht nur alle Funktionen von Affinity erklärt werden, sondern auch noch jede Menge Workshops drin sind, wo du das Gelernte direkt ausprobieren kannst. Also alles in allem ein umfassender Kurs. Ja, wenn du danach nicht der Profi-Affinity-Designer bist, dann weiß ich auch nicht mehr. Okay, jetzt geht's einmal los mit der Ebenenpalette. So, der Markus ist noch einmal dazugekommen, um mit mir über die Ebenenpalette zu sprechen, weil da hat sich auch viel getan. Und wir haben jetzt mal ein Dokument geöffnet, was ganz, ganz viele Ebenen hat. Und die Ebenenpalette, die schauen wir uns jetzt an. Die findest du ja jetzt unter Fenster, nicht mehr unter Ansicht, Studio, irgendwas, sondern die findest du unter Fenster und kannst sie von da auf direkt öffnen. Oder aber halt, sie ist schon geöffnet und du kannst sie auch einfach dann rausziehen, damit sie in dem Fall, ja, damit wir es einfach größer haben. Und ich übergebe jetzt mal an den Markus, der uns jetzt ein bisschen was zu der Ebenenpalette erzählt. Ja, Monja, da bin ich ganz besonders stolz drauf, dass sie das Affinity jetzt endlich geändert hat. Die haben es angepasst, sinnvoll angepasst. Beim ersten Mal, wenn man sie öffnet, bei so vielen Ebenen, kann man schon gleich sehen, hier gibt es zum Beispiel immer jetzt so kleine Symbole davor, wo man sieht, das ist eine Kurve oder das wäre hier ist ein Raster, hier sind ganz viele Rechtecke drin. Und Ordner kann man hier sehen, also es sind die Ordner, die sind so auf. Und wenn man gleich davor guckt, dann kann man auch sehen, hier sind so Stränge. Da kann man halt sehen, erste Ebene, zweite Ebene, also die Striche hier vorne. Und ja, das ist eine tolle Sache. Dann habe ich ja hier die Ordner. Und wenn ich die Ordner jetzt mal anklicke, dann kann ich mir aber auch anzeigen lassen, was in dem Ordner letztendlich drin ist. Als kleines Vorschaubild gehe ich jetzt mal hier oben drauf und sage jetzt hier Gruppenminiatur einblenden. So, jetzt macht das Ganze schon mehr Sinn. Standardmäßig ist es halt nicht eingeschaltet. Und ich habe hier auch jetzt ganz viele Sachen, die sich so ein bisschen an Illustrator mich erinnern lassen. Zum Beispiel jetzt hier mit dem Punkt. Ich kann also hier die Ebene jetzt. Oh ja, genau, der Punkt in Illustrator. Der ist auch erst verwirrend, ne? Wenn man mit Illustrator anfängt, dann ist das erst fürchterlich verwirrend, warum denn da jetzt so Punkte sind und kleine Haken mehr, wie man sie eben aus Photoshop und Co. kennt. Also ja, warum ist da jetzt plötzlich ein Punkt, ne? Ja, ich kann dir ruhig sagen, ich war ja erst mit Affinity unterwegs, habe dann Illustrator gelernt und da habe ich mir gedacht, das ist ja, hat mich total verwirrt, und jetzt, wo ich wieder zurück bin auf Affinity, muss ich sagen, ganz viele Sachen sind da ähnlich. Was zum Beispiel auch ähnlich ist, das kann ich jetzt hier nicht zeigen, aber wenn jetzt hier zum Beispiel ein Effekt drauf liegt, auf einer Ebene, dann kann ich den jetzt auch wie ein Illustrator einfach den Effekt aufnehmen von einer Ebene und kann den einfach hier mit kopieren, hier rüberziehen in die nächste Ebene. Das kennen wir aus Illustrator. Und dann ist das Clipping, war früher immer so eine Sache, das simuliere ich jetzt mal hier. Ich hatte ja früher das Problem beim Clipping, da musste ich halt immer so die Ebene hier so reinziehen und so nach hinten schieben, dann hat sich der Strich so nach hinten verschoben. Jetzt ist das Clipping ganz anders. Ich klicke einfach hier vorne, also hier praktisch hier rüber, ich habe jetzt hier die falsche Ebene, ich nehme jetzt mal die Ebene und klippe die jetzt hier an, brauche ich die nur hier loslassen. Früher war es ja immer so dazwischen schieben. Jetzt gleich hier einfach hier los und schon ist das geklippt. Jetzt sieht man hier, es ist eine Vektorebene und hier ist noch so ein kleiner Pfeil dran. Dann kann ich jetzt sehen, dass es praktisch darunter ist und hier sieht man auch, ist es eingerückt. Und selbst wenn ich jetzt das hier noch öffne, dann kann ich sehen, was sich hier in der Gruppe
da noch befindet. Also Ja, ganz es ist toll ein bisschen gemacht. hierarchisch angeordnet. Schöner fände ich persönlich eigentlich noch, wenn das offen wäre. Du hast gerade erstmal auf den kleinen Pfeil draufklicken müssen, damit man das sieht. Aber man muss es wissen, ne? Man muss wissen, dass da jetzt noch eine Ebene ist und dass man die jetzt öffnen kann. Aber wenn man es denn dann weiß, ja, sehr praktisch. Weil ich zum Beispiel auch ganz toll finde, ist jetzt, ich zeige dir mal, wenn ich jetzt da hier eine Maske draus machen wollte, hier nicht drüber, dann ziehe ich das nicht hier rein, sondern hier vorne rein und dann ist es eine Maske. Ist also ganz toll, wenn ich dann irgendwas zeichnen will. Ich mache jetzt mal hier Command Z, weil wir haben jetzt keine Maske, aber das war vorher mit so einem Formular, da musste man mit den Masken so arbeiten. Das haben die wirklich toll hinbekommen. Ja, du siehst, Ammonia, wir haben hier unten ganz viele Symbole, die anders aussehen als vorher, aber im Grunde hat sich nicht viel geändert. Ich habe Neues jetzt zum Beispiel hier, FX wird jetzt hier, das kennen wir von vorher auch, aber wenn wir hier gleich mal hier sind, ich kann jetzt hier einen Effekt drauf anwenden, ich mache jetzt hier einfach mal den Weichzeichner rein, nur mal als Beispiel, ich würde jetzt Sachen schließen. So, ist jetzt die Ebene weich gezeichnet, jetzt habe ich hier meinen Ebeneneffekt. Und Neues jetzt, ich kann jetzt, was ich vorher nicht konnte, ich mache jetzt nochmal, kann jetzt verschiedene Ebeneneffekte nochmal anwenden auf das Objekt. Also ich kann jetzt hier zum Beispiel sagen, Umrandung will ich jetzt haben und kann jetzt hier sagen, ich will nochmal eine Umrandung haben auf dieselbe Ebene. Das geht mit verschiedenen Sachen, mit Schatten, wo ich vorher lange mit fummeln musste, mit einem ganz anderen Symbol. Das ist sehr, sehr praktisch. Also kann ich jetzt im Prinzip auch doppelte Reihen anlegen, also dass ich eine Umrandung habe und dann mit einem kleinen Abstand noch eine zweite? Genau, ich kann das ja mal eben kurz zeigen. Wir könnten ja mal hier eben ein neues Blatt aufmachen. Mache ich jetzt einfach mal erstellen und mache jetzt mal hier zum Beispiel ein Rechteck, den gehe ich jetzt einfach mal hier eine Farbe. So, jetzt gehe ich hier auf den Effekt und sage hier Umrandung und setze jetzt hier meine Umrandung rein. Du siehst jetzt hier, kommt die Runde, erscheint hier. So, jetzt mache ich Plus und habe jetzt hier meine zweite Umrandung, dann gebe ich jetzt einfach eine andere Farbe und muss jetzt aber achten, dass die Umrandung praktisch, die ist ja immer auf dem roten aufgesetzt. Du siehst aber jetzt schon, ich mache jetzt mal schließen, habe ich jetzt hier zwei Umrandungen. Und so kann ich das jetzt beliebig fortsetzen. Und wenn ich jetzt wieder auf FX drücke hier, dann kann ich genau sehen, ich habe hier zwei Umrandungen benutzt. Dasselbe geht mit Schatten und mit Farbe überlagern. Ich kann so mehrere Farben überlagern, dann verrechnen und dann habe ich ganz andere Farben zum Beispiel. Und das Schöne ist, ich kann mit X auch alles wieder löschen. Genau, ich kann mit X auch wieder alles löschen. Oder ich könnte auch sagen, hier einfach den Effekt wieder rausnehmen und dann ist es ganz einfach rausgenommen. Ja, finde ich sehr unangenehm, wenn ich dann hinterher eine Wahnsinns-Palette habe, wo ganz viele Sachen angewählt sind, statt dass ich die gelöscht habe. Also ich finde das verwirrend, aber gut, das ist nicht so wichtig. Ja, was gibt's denn da unten noch? Das eine sieht ja aus fast wie eine Markise. Ja, Also das, rechts du neben meinst dem das FX, hier, ja. Das ist eine ganz tolle Sache, das kennen wir aus Photoshop. Das sind Gitter, Verzerrungsgitter. Man kann also jetzt Schriften und Formen kann man jetzt verzerren. Zum Beispiel, wenn ich jetzt hier mal dabei bleibe und gehe jetzt hier auf das Gitter, dann kann ich sagen, meinetwegen Gitter, Perspektive, falsche Perspektive, anzeigen oder Vierer. Ich mache jetzt mal Gitter. So, jetzt habe ich hier eine Gitterform und jetzt kann ich hier einfach dran ziehen und machen, wie ich will. Und das Tolle daran ist, das ist, ja, wie nennt sich das, Monja? Das heißt, also das Original ist gar nicht zerstört, sondern das Original ist immer noch vorhanden. Das kann man jetzt in der Ebenenpalette schön sehen. Ah, super, ja. Ja, ich kann es also auch wieder zurücknehmen, wenn ich wollte, und kann hier auch sagen, ich will jetzt was ganz andere Perspektive haben. Ja. Dann habe ich halt hier, das war jetzt vielleicht kein gutes Beispiel, aber ich sehe jetzt hier, dass ich alles komplett verformt habe. Ich mache jetzt nochmal Command Z und werde mal das wieder zurücknehmen, weil ich möchte dir etwas anderes zeigen. Die sind nämlich auch vorgefertigte Gitter drin. Zum Beispiel würde ich jetzt sagen, meinetwegen Bogen horizontal. So, dann habe ich hier gleich so einen Bogen drin und kann den auch weiter bearbeiten. Das erinnert so ein bisschen an Word von früher, oder? Ja, ein bisschen an Word. Ja. Und wenn ich jetzt sehe, hat er das Original nämlich unten in eine Gruppe reingelegt. Ja. Wenn ich jetzt den Effekt wieder nicht haben wollte, dann gehe ich einfach hin, ziehe es aus der Gruppe wieder raus und habe einen Effekt hier, kann ich wieder löschen. Du siehst also, das Original ist nicht zerstört. Und jetzt wird interessant. Ich mache mal eben eine Schrift hier rein. Wo habe ich meine Schrift? Die ist jetzt hier versteckt. Nehme ich jetzt den Grafiktext
und würde jetzt mal hier reinschreiben, hallo. So. Und kann jetzt hierauf auch diese Effekte anwenden. Ich kann jetzt einfach sagen, hier, Effekt. Früher hat sich, glaube ich, Word Art in Word. Ne? Ja, genau. Kann ich jetzt sagen, Wölbung, so. Und jetzt sehen wir, er hat ja hier eine Gruppe draus gemacht. Aber das heißt nicht, dass er das jetzt hier, ich kann jetzt auch das verändern, wenn ich will, und auch hier, wie man es so kennt. Und ich kann jetzt sogar den Text noch wieder verändern. Das ist mir halt genial daran. Ich klicke jetzt einfach mal hier doppelt rein. So, kann den Text dann neu schreiben. So. Und du siehst, der Text bleibt immer erhalten. Und wenn ich das wieder raus habe, den Effekt, weil mir nicht mehr gefällt, ziehe ich einfach das aus der Gruppe raus und kann jetzt hier das machen. Das ist für, woher kennen wir das? Für Mockups zu erstellen zum Beispiel. Genau, also da können festhalten, die Ebenenpalette ist wesentlich flexibler geworden. Die Funktionen erinnern so ein bisschen an das gute alte Word, wo wir das alles fürchterlich verzerren konnten. Und wenn man irgendwelche Sachen zum Ausdrucken hatte, dann hat man fürchterlich mit Word Art rumgespielt, ja, dass es irgendwelche glänzenden, glitzernden Farben hatte. Das geht hier auch, es ist aber alles moderner geworden. Genau, wir haben eine Einschränkung, die jetzt noch existiert, aber ich habe schon mit Affinity gesprochen, das wird geändert. Dies kann man noch nicht auf Picture anwenden, also auf Pixeldateien. Okay, das kommt noch. Also wir sind jetzt hier im Vektorbereich bei den Texten und also Texte, alles was du machen willst, kannst du verändern, aber nicht in Bildern, leider noch nicht. Okay. Gibt es noch irgendwas über die Ebenenpalette zu sagen? Da ist noch so ein kleines Zahnrad oben. Wir können natürlich die einzelnen Ebenen noch verschließen mit dem kleinen Schloss da. Gibt es da noch irgendetwas? Ja, das Verschließen, das erinnert auch wieder an Illustrator. Man kann jetzt einfach die Ebene, wenn ich hier rüberfahre, früher muss ich draufklicken, jetzt kann ich einfach hinfahren und die Ebene einfach abschließen. Das hat man aus Illustrator ehrlich gesagt einfach übernommen. Finde ich eine gute Sache, weil da musste man, wie gesagt, die anklicken und dann hier oben am Schloss. Das braucht man jetzt nicht mehr. Dann, wie gesagt, wenn ich einen Effekt angewendet habe, ich mache jetzt mal irgendwas hier, 3D, und habe eine zweite Ebene, dann kann ich den Effekt einfach nehmen und hier rüberziehen. Man sieht jetzt hier den Ebeneneffekt. Ich mache jetzt mal eben eine zweite Ebene offen. Hier unten haben die Symbole nicht grundlegend verändert. Hier ist jetzt hier Plus für Ebene und für Pixel. Und wenn ich jetzt einfach den Effekt hier nehme, kann ich ihn einfach hier rüberziehen. Ganz einfach. Wunderbar. Hast du mal unter das Zahnrad geguckt? Ja, da ist aber nichts Neues drin. Das ist genau, wie wir was wir vorher hatten. Wenn wir zum Beispiel so Stempeleffekte machen wollen, ja, das habe ich mal in einem anderen Video gezeigt, dann hat sich in dem Dialogfeld nichts geändert. Das ist also so geblieben, wie es war. Okay. Ja gut. Gibt es noch irgendetwas über die Ebenenpalette zu sagen? Ja, also weiter kann man hier wieder eine Farbe festlegen, wenn ich will, für die einzelnen Ebenen, aber das ist ja wie vorher auch schon gewesen. Es hat sich sonst grundlegend nichts verändert, nur die Symbole sind halt hier anders. Man kann hier also den Schrift, das ist ein A oder Grafik, je nachdem, was ich habe. Wenn ich also ein Bild hätte, dann würde hier oben ein anderes Symbol angezeigt, aber wesentlich besser zu benutzen. Ja, kann ich unterschreiben. Es ist übersichtlicher geworden und ja, wir müssen uns alle ein bisschen dran gewöhnen. Aber letztendlich diese Symbole, ne, die helfen schon sehr dabei. Genau, dann habe ich hier unten noch schnell so gesagt, hier wieder in mein Menü, wo ich alles einstellen kann. Da hat sich nichts geändert, sonst aber sehr, sehr praktisch. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen und wenn dem so ist, ja, dann abonnier doch bitte unseren Kanal, klick die kleine Glocke an, damit du benachrichtigt wirst, wann immer wir ein neues Video posten und vergiss den Like-Button nicht. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Tschüss.